Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch eine Seite zeigen. Ne? Relativ einfach, nicht viel Zeug drauf. Geplant hatte ich einfach Überbleibsel zu benutzen. So über, ja, was man so aus Projekten über hat. Und ihr seht ja oben in der Ecke, da liegt schon was. Aber ich habe mich dann von diesem Tag, das da liegt, inspirieren lassen. Habe gedacht, oh, diese Farbe ist so schön und ach, da mache ich jetzt was mit. Dann habe ich mir überlegt, was braucht denn immer so eine Seite so viel Farbe? Brauch's gar nicht. Brauche nur die richtige Farbe. Da habe ich dann auch nicht mehr ganz viele von meinen Überbleibseln benutzt. War nicht der Sinn der Sache, aber das ist ja immer das Problem, wenn ich irgendwas anfange, ich plane ja auch nicht, dann auf dem halben Weg ist es schon mal so, dass ich in eine ganz andere Richtung gehe. Und hier erstmal ein bisschen Gesso auf das Papier, ist so ein ganz einfaches Verpackungskarton-Ding. Und erst ein bisschen Gesso drauf, so, und dann mit dicke weiße Acrylfarbe. Und da arbeite ich dann ganz leicht hier erstmal das Grau ein, wollte ich noch ganz bisschen. Und dann hinterher das Pink und das Magenta. Und das bleibt dann auch meine Hauptfarbe. Daher Monochrom. Beim Monochrom ist ja Weiß und Schwarz erlaubt. Also deswegen ist das mit dem Schwarz, mit dem Grau da alles absolut in Ordnung. Und ich werde dann das Ganze, weil ich auch nur so einen Hauch Farbe hatte, lasse ich dann auch die Sachen, die ich dafür benutze, die Embellishments praktisch, auch nehme ich nicht viele, nur ein ganz paar. Ne? Ja, hier arbeite ich jetzt die rote oder die Magenta und die pinke Farbe ein, auch nur ganz leicht. Und dann gehe ich zum Schluss noch mit einem trockenen Pinsel drüber, um das Ganze zu verblenden. Das war aber dann schon zu trocken, da konnte ich nicht mehr so gut, also es ist dann nicht mehr so glatt verblendet, aber es ist in Ordnung. Es hat schöne Textur drauf und das gefällt mir eigentlich immer. Hi guys, today I will show a very simple page. You know, I started, it should be, or I wanted to do a leftover page, and I already had some leftovers on top laying around. You could see that, but then halfway through, not halfway, right from the beginning, this pink tag laying there inspired me. The color is so beautiful, and I thought, no, I'm going for that. Gessoed the page first, and then put a thick layer of white acrylic paint on top, and into that I worked a hint of grey into, and then my main colors I'm using, as I said, monochrome. It's pink and magenta, and I really like this, both colors together. You could see them on the tag I've done recently, or last month it was this 4-core with Ina, this tags with this beautiful magentas and pinks, and so on. That's one of the tags was left over. So at this stage, I thought I might use this lighthouse. I didn't, but doesn't matter. But I will use the frames you could see me making here from leftovers, because I had this 3 die cuts cats laying around, and I had this idea in my mind, so I used them. And you can see the bird on the left. That was left over from one of my stamping tries, and yeah. So liked the bird, the funny face look in his face, and I had an idea with this cats. You know, cats and birds, they don't really go together. So, but I wanted to have the cats, of course, in pink and magenta. So they were on black cards. They were cut out of black cardstock. So first gesso on top, and then my pink and magenta. With on the black cardstock, the pink and the magenta wouldn't really have shown up as a true color. Ich habe dann hier, ihr habt gesehen, den Leuchtturm habe ich da erst benutzt, aber dann hatte ich eine ganz andere Idee, weil ich diese Kätzchen hier noch hatte, waren auf schwarzem Cardstock ausgestanzt. Da habe ich gedacht, nee, und dann hatte ich auch noch den Vogel über. Dann habe ich gesagt, da kam mir direkt so eine Idee in den Kopf, und habe ich gesagt, nee, nimmst du die. Habe ich erst weißes Gesso auf die Katzen gepackt, einfach auch um das Pink und Rot dann auch als richtig, die richtige Farbe, dass die durchkommt. Auf dem Schwarz würde das nicht so wirken. So, und den Vogel hier hatte ich auch von meinem letzten Stempelversuch mit diesem ganz langen Stempel, den ich habe mit den Vögeln.
Da hatte ich ja so viele Stempelversuche gemacht, hat noch so viel von diesen Vögeln über. Und der gefällt mir halt, weil er so witzig guckt und so. Und genau das brauchte ich. Da kam mir die Idee mit den Katzen und dem Vogel. Werdet ihr dann sehen. Der wird jetzt in Grau bleiben, außer der Schnabel und die Füße, die werden pink. Aber sonst ist simpel grau, ist ja eine Möwe. Die ist halt weiß und grau. So und jetzt werde ich erst noch die Rahmen hier kleben. Die werden ein kleines bisschen übereinander geklebt und da kommen dann hinterher die Katzen drauf. Aber erst werde ich stempeln, und zwar mit einem Schriftstempel, und zwar auch in Magenta und in Pink. Ich bleibe auch hier in der Farbe. You know, I glued the frames down and now I start first, before I do anything else, I start first to stamp a bit and I stay in the magenta and pink, dab my script stamp into and then stamp it. And I do it with both. That's a very, very old script stamp I have here. It's rubber and it was mounted actually, but I demounted it, yeah, you know what I mean. And that I could, yeah, it's easier when you're using it in art journaling. You don't need it completely, only partially, so much easier. And it's easier to clean, you can chuck it into the water and clean it, so much better. So then I start to work with shading with my Pitt pens. And that works really good on the acrylics. The Pitt pens stay open a few seconds and you can blend them out with your finger, and I really like to do that. Ich habe dann hier die Schattierung gemacht, aber mit meinen Pitt pens hier. Ist ja auch so ein Tintenstift, der auf dem Acryl, wenn man den aufträgt, einfach auch eine längere Zeit noch offen bleibt. Und dann kann man den wunderschön mit den Fingern verblenden. Das ist eine sehr schöne Technik. Funktioniert sehr, sehr gut. Man darf natürlich nicht fies sein, schmutzige Hände zu bekommen. So, jetzt klebe ich die Katzen down. Ich klebe die down, ja. Habe ich die geklebt. Und meine Idee halt war, die unteren Katzen, die gucken halt so ein bisschen hoch und das passte ganz gut. Da werde ich jetzt den Vogel noch in die Richtung kleben, wo die hingucken, und dann eben noch den Spruch dazu, und das passt dann ganz gut. You know, I drew the cats in the way, the lower ones, both they are looking up a bit, and so they are all three now looking into the direction of the bird. And together with the sentence, I think that says it all. And I will just shade a bit here, some lines around my animals here, and then a bit of shading with a grey pit. And but that's actually it. I will then go and stamp my words, and I stamp it on black cardstock with white acrylic paint, because I have white ink actually, but that is not really white enough. It's not really white. It's there, I have this from StazOn, the white, yeah, but you always have to, every time you want to use it, you have to refill it first, that it's fresh. And I'm a bit fed up with that, but yeah, but it's great. I quite like to use acrylic paint for stamping. Of course, you have to clean your stamps immediately, that's for sure, but I haven't got a problem with that. Ich habe dann hier in weiß gestempelt, und zwar benutze ich weiße Acrylfarbe. Ich habe also es gibt so von StazOn, gibt es halt weiße, richtig schöne weiße Ink, das ist richtig schön weiß, aber das muss man immer erst befüllen, bevor man es benutzt. Ach, das ist mir alles viel zu umständlich. Deswegen mit dem Acrylic, hier mit der weißen Acrylfarbe, mache ich das ganz gerne. Man muss natürlich dann sofort seinen Stempel jedes Mal schön sauber machen, aber das ist für mich kein Problem. So, das mache ich lieber, als immer mit dieser Stempelfarbe nachfüllen. Und das sind meine Worte, und zwar somebody's watching me. Jemand beobachtet mich, und das ist eben so dieser Ausdruck im Gesicht von dem Vogel, und eben die Katzen, die so nach oben gucken, ich fand es ganz witzig, aber es ist wieder nur ich wahrscheinlich. So, und das ist meine Seite dann schon. You know, guys, that's it. Somebody's watching me, and I thought that's quite funny, and
that's it actually. There won't be more. I will cut some a bit right and left of the page off, because to me it was much nicer balanced in that way. But you know me, I have sometimes always this small little change before I'm completely happy with something. Bit of shading here under the word stripe, of course, but that's actually it. And yeah, of course, a bit off on the right and on the left, and then it is perfect. Yeah, I'm picky, I know that. So this is the close-up already. I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it, and if so, please leave me some thumbs up and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy and be careful out there. And ja, stay creative. So, bye bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr sogar was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Seid vorsichtig, schaut nach euch und bleibt gesund. Aber vor allen Dingen bleibt kreativ. Also bis dann. Macht's gut. Tschüssi.